Was ist das denn für ein Bullshit? Als hätte die Liebe ein Verfallsdatum. Frohes neues Jahr und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Habt ihr alle gut ins neue Jahr gestartet? Ich hoffe doch, lasst es mich sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Heute tauchen wir noch einmal in ein Thema ein, das viele von uns beschäftigt, die 30er. Ihr wisst schon, dieses vermeintlich perfekte Jahrzehnt, in dem alles zusammenkommt. Als jemand, der eigentlich schon wieder fast aus den 30ern ist, kann ich euch sagen, es ist alles andere als ein Märchen. Einer der größten Mythen rund um die 30er sind berufliche Veränderungen, dass es zu spät sei, um neu anzufangen. Wie oft habe ich gehört, dass wenn man bis 30 seinen Traumjob nicht gefunden hat, dass man feststeckt, dass man nicht vorankommt. Ich habe meine zweite Ausbildung in meinen 30ern gemacht und danach mehr verdient als davor. Es ist nicht immer korrekt zu sagen, hey, wenn du bis 30 deinen Job nicht gefunden hast, dann war es das. Ich meine, das Leben hört ja nicht auf mit 30. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich erst in ihren 30ern oder sogar 40ern ihren Traumjob finden oder einen neuen Weg, beruflichen Weg gehen oder ein eigenes Unternehmen gründen. Von daher sollte man sich davon nicht beeinflussen lassen. Es ist nie zu spät und Erfolg ist relativ. Ein weiterer Mythos ist, dass die Beziehungen in den 30ern einfach nur noch langweilig sind. Du bist nicht mehr so lebendig wie damals, bist ruhiger geworden und wir leben alle unzufrieden, ne? Wir sind alle nur noch in unzufriedenen Partnerschaften oder so. Was ist das denn für ein Bullshit? Als hätte die Liebe ein Verfallsdatum, als wäre ab 30 Ende. Es ist ein Irrglaube, dass in den 30ern nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil. Wir lernen besser zu kommunizieren. Wir wissen, was wir wollen, was wir eben nicht wollen. Wir haben eine gewisse Lebenserfahrung, Beziehungserfahrung. Wir wissen, auf was wir verzichten können und was wir uns wirklich wünschen. Wir haben alle schon gehört, dass man mit 30 sesshaft wird, heiratet und Kinder bekommt. Aber was ist denn mit denen, die keine Kinder haben wollen, die nicht an die Ehe glauben? Was ist mit den ganzen Singles, die keinen Partner haben, finden oder suchen? Ein weiterer Mythos ist die finanzielle Stabilität. Ne? Ihr wisst, das schicke Auto, Hauskauf oder die exotischen Urlaube. Aber was ist denn mit denen, die immer noch ihre Studentenkredite abbezahlen oder mehrere Jobs haben, um über die Runden zu kommen? Viele Menschen glauben, dass sie in den 30ern endlich wissen, wer sie sind und was sie wollen, ihre Träume verwirklichen und ihren Platz gefunden haben. Aber die Wahrheit ist, dass es viele Menschen gibt, die immer noch nach Antworten suchen, die immer noch nicht ihren richtigen Weg finden. Es gibt viele Unternehmer, Künstler und große Prominente zum Beispiel, die tatsächlich erst in den 30ern Karriere gemacht haben oder in den 30ern bekannt geworden sind. Zum Beispiel Oprah Winfrey, die in ihren 30ern erst zu einer der bekanntesten Talkmasterinnen wurde. Mark Zuckerberg, der mit 23 erst Facebook gegründet hat, ne, obwohl 23 ist jetzt keine 30. Die 30er waren für mich wie ein Sprungbrett. Trotz der ganzen Herausforderungen habe ich mich noch nie so befreit gefühlt. Du gehst deinen Weg oder ich, ne, also ich habe doch gemerkt, dass ich erwachsener geworden bin, dass man sich nicht mehr so leicht beeinflussen lässt. Ne? Du wirst gelassener, glaube ich, auch ein Stück weit, oder? Für mich bedeuten die 30er, dass man noch nicht da sein muss, wo man sein möchte, dass man riskieren darf, dass man immer noch viel ausprobieren darf, dass man machen sollte, was man möchte und vor allem, ja, ist das noch lange nicht das Ende der Welt. Es gibt so viele Mythen, die einfach so unwichtig sind. Was sagt ihr zu den wilden 30ern? Habt ihr vielleicht spannende Geschichten, die ihr mit mir teilen könnt? Teilt sie mit mir. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut.